bete noch einmal. Gott, ich danke dir dafür, dass du Stephanie diese Bibelstelle, dieses Wort gegeben hast, das ihr Herz getroffen hat. Und ich möchte dich bitten, dass es uns trifft. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Ohren aufmachst und unsere Herzen jetzt ganz weit, dass wir dein Wort verstehen, was du uns sagen willst. Und wir segnen Stephanie und auch Freddy in deinem Namen. Wir sprechen Gutes über ihnen aus, dass sie es so vermitteln, wie du es auf dem Herzen hast. Amen. Ihr müsst gut zuhören, weil die Übersetzung nicht dran steht, wenn ihr das nicht schon auswendig könnt. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zunächst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. It's not you, it's me. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. A very common line in American movies when someone breaks up with a romantic partner. Das ist ein ziemlich berühmter Schlussmachspruch aus amerikanischen Filmen. Somebody who says this is trying to lessen the sting of rejection just a little bit. Wer das sagt, versucht die Ablehnung für den anderen ein bisschen erträglicher zu machen. It's like they're saying, hey, we've had our problems, but you're still a really good person. Das kommt so ein bisschen gleich mit diesem, hey, wir haben unsere Probleme, aber du bist trotzdem eine tolle Person. Somebody else will be so lucky to have you. It's just not me. Ja, ihr lacht schon alle. Jemand anders wäre sehr, sehr glücklich mit dir, nur halt nicht ich. Even though this line works really well in the movies, it's a little different in real life, isn't it? Und obwohl dieser Spruch in Filmen ziemlich gut funktioniert, in der Wirklichkeit läuft es meistens anders, oder? When we encounter conflict in our relationships, we're more likely to say and think, perhaps, it's not me, it's you. Wenn es in unseren Beziehungen Streit oder Probleme gibt, dann sagen wir oft genau das Gegenteil, nämlich es liegt nicht an mir, sondern an dir. Why can't you just see that you're the problem here? Warum kannst du dir nicht einfach eingestehen, dass du das Problem bist? Why do we do this? Why is it easier to point the finger at somebody else rather than take responsibility for our part in the problem? Aber warum machen wir das eigentlich? Warum ist es so viel einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anstatt sich auch mal unseren Teil des Problems einzugestehen? Luckily, God already knows this about us. Zum Glück weiß Gott das über uns. So today, Jesus tells us a story about splinters and beams. Deswegen erzählt Jesus uns heute eine Geschichte von Splittern und Balken. He says that when we judge others harshly, it's like we're reaching over and trying to pick a tiny splinter out of their eye. All the while, we've got a 2x4 lodged in our own. Er sagt, wenn wir andere hart verurteilen, ist es, als würden wir uns rüberbeugen und versuchen, diesen ganz, ganz kleinen Splitter aus dem Auge des anderen zu ziehen, während wir selber den größten Balken im Kopfstecken haben. The bottom line is, it can't be done. It shouldn't be done. And we look pretty silly doing it. Kurz gesagt,
Es sollte nicht getan werden, es kann nicht getan werden und wir sehen ziemlich lächerlich aus, während wir es tun. He tells the disciples we need to be very careful when we're quick to point the finger at others, blaming them for our problems, all the while refusing to acknowledge our part in the situation. Er sagt seinen Jüngern, dass wir echt richtig vorsichtig sein müssen, wenn wir mit dem Finger auf andere zeigen, besonders wenn es um unsere Probleme geht, ohne uns vorher selber einzugestehen, dass wir vielleicht auch einen Anteil an dem Problem haben. Is it just me or is it getting warm in here? Puh, bin das nur ich oder ist es ganz schön warm hier? In verses 1 and 2, Jesus says, "Do not judge, or you too will be judged. For in the same way that you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be used to measure you." In den Versen 1 bis 2 sagt Jesus, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr auch selber gemessen werden. The word Jesus uses here means to judge, condemn, or discern. Das Wort, das Jesus hier benutzt, bedeutet richten, verurteilen oder beurteilen. Does he really mean that we should stop thinking critically, stop discerning? Sagt er wirklich, dass wir aufhören sollen, kritisch zu denken und dass wir aufhören sollen zu beurteilen? Not at all. In fact, just a few short verses later, Jesus will teach us how to identify false prophets in the church, a clear call to discernment. Überhaupt nicht, denn gleich ein paar Verse später bringt Jesus uns bei, wie wir falsche Propheten in der Kirche erkennen. Eine klare Aufforderung, unser Urteilsvermögen einzusetzen. So what is he really saying here? Also was genau sagt er hier wirklich? It's not the judgment itself per se, but the manner and the measure with which we use it. Es geht gar nicht um die Verurteilung an sich, sondern die Art und Weise und die Häufigkeit, wie wir es tun. I think he's warning us, those of us in the church, to guard against a spirit of criticism. Ich glaube, er warnt uns und besonders uns in der Kirche vor dem Geist der Kritik. This tendency we have to reach over and pick others apart, holding their feet to the fire, before we take an honest look in the mirror. Diese Tendenz, andere auseinanderzunehmen, ihnen Feuer hinterm Hintern zu machen und sie zu kritisieren, bevor wir selber mal einen Blick in den Spiegel geworfen haben. In this very short illustration, Jesus reveals that our sin problem is really a sight problem. In diesem kurzen Gleichnis zeigt Jesus uns eigentlich, dass unser Sündenproblem eigentlich ein Sehproblem ist. We do not see correctly, and therefore we do not perceive ourselves or others correctly. Wir können gar nicht richtig sehen und dadurch erkennen wir uns selber und andere überhaupt nicht richtig. In this state of blindness, we are hypocrites, he says. We are no different than the blind guides Jesus referred to in the New Testament. In unserer Blindheit sind wir Heuchler und wir sind nicht besser als die blinden Lehrer, über die Jesus im Neuen Testament redet. Blind guides fall into a pit, and worse yet, they lead everyone else who follows them into the pit too. Diese blinden Lehrer fallen in ein Loch und noch viel schlimmer, jede einzelne Person, die ihnen folgt, fährt auch in dieses Loch. Jesus is calling his church to be a church who sees. Jesus hat seine Kirche dazu berufen, eine sehende Kirche zu sein. Jesus is calling his beloved bride to self-awareness. Jesus hat seine geliebte Braut zur Selbsterkenntnis berufen. This self-awareness, this begins with our pastors and leaders. Und genau das fängt mit unseren Pastoren und Ältesten an. Church leaders without self-awareness cannot lead effectively. Pastoren und Älteste ohne Selbsterkenntnis können nicht effektiv leiten. That's because if we're not self-aware, what we end up doing is projecting our hurt and our dysfunction onto the people around us. Denn wenn wir uns unserer Schuld nicht bewusst sind, dann projizieren wir unsere Fehler und unseren Schmerz auf die anderen Leute um uns herum. Our world doesn't need any more blind guides. Unsere Welt braucht nicht noch mehr blinde Lehrer. More people who just
bury their heads in the sand, and plow over people in the name of profits and progress. Wir brauchen nicht noch mehr Menschen, die den Kopf in den Sand stecken und Menschen übergehen im Namen des Profits und des Fortschritts. No, the church needs authentic leaders who put people first. Die Kirche braucht authentische Leiter, für die die Menschen an erster Stelle stehen. Who tenderly shepherd and care for the flock to whom God has entrusted them. Die sie liebevoll hüten und die auf die Herde aufpassen, die Gott ihnen anvertraut hat. A good shepherd lays down his or her life for the sheep. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. This is why many seminaries now include a spiritual formation component to pastoral training. Das ist der Grund, warum spirituelle Bildung mittlerweile ein regelmäßiger und häufiger Teil von pastoraler Ausbildung ist. Philip and I were very fortunate that spiritual formation was central to our seminary education. Philipp und ich wissen es sehr zu schätzen, dass spirituelle Bildung ein zentraler Teil unserer pastoralen Zurüstung war. In this process, we took a number of personality assessments. We met regularly with a therapist and spiritual director, and we even looked back to our early childhood experiences and traumas to see how those things that happened then affect our lives now. Wir haben eine Anzahl an Persönlichkeitstests gemacht, uns regelmäßig mit Therapeuten getroffen und wir haben sogar an unsere Kindheit zurückgeguckt, um zu schauen, wie das Geschehene damals uns heute noch beeinflusst. And all of this had one singular purpose. Before we tried to help anyone else deal with their junk, we needed to deal with ours. Und all das aus einem einzigen Grund, denn bevor wir anderen Leuten mit ihrem Kram helfen können, müssen wir erstmal mit unserem eigenen klarkommen. A healthy missional church is a transformed church. Eine gesunde missionarische Gemeinde ist eine veränderte Gemeinde. Transformation is at the heart of discipleship. Veränderung ist das Herz von Jüngerschaft. As we submit ourselves fully to Christ, Christ leads us out of the slavery of our dysfunction, through the wilderness of crises, into the promised land of healing and lasting transformation. Wenn wir unser Selbst vollkommen an Jesus geben, dann leitet er uns raus aus der Sklaverei der Dysfunktion, durch das Dickicht von Krisen hindurch in das verheißene Land der Veränderung. Transformation is the heart of discipleship. Veränderung ist das Herz von Jüngerschaft. Transformation happens here in the context of community. Veränderung passiert genau hier im Kontext der Gemeinschaft. God knows how scary this process is for all of us. Gott weiß, wie unheimlich das für uns sein kann. So thankfully, he has not left us alone in this process. Deswegen hat er uns in diesem Prozess auch nicht alleine gelassen. One of the primary benefits of our relationships is that we can support one another and help one another through the process of learning and self-discovery. Ein großer Segen in Beziehungen ist, dass wir uns gegenseitig helfen können auf dem Weg der Selbstfindung und des Wachstums. Interestingly, did you catch it? Jesus never says we should ignore the speck in our brother's eye. Aber ist euch aufgefallen, dass Jesus überhaupt nicht gesagt hat, dass wir den Fleck im Auge des anderen ignorieren sollen? Only that we can't help anybody else with their dysfunction until we take a good, hard, honest look at our own. Er sagt nur, dass wir den anderen nicht mit ihren Fehlern helfen können, wenn wir nicht selber einen guten, harten und ehrlichen Blick in den Spiegel geworfen haben. So that leaves the question, the big question. How do we remove a log from our eye? Und das lässt uns mit dieser großen Frage stehen, wie bekommen wir jetzt diesen Balken aus dem Auge? How do we correct and begin to inspect our own dysfunction? Wie können wir anfangen, unsere Fehler zu korrigieren und sie zu inspizieren? Lucky for us, we live in a day and age during which we have many good resources available to us. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, wo wir ziemlich viele gute Ressourcen haben. One of my absolute favorite resources for self-reflection is the Enneagram. Eins meiner absoluten Favoriten für Selbstreflexion ist das Enneagramm.
By a show of hands, how many of you are familiar with the Enneagram? Hebt doch mal eure Hand, wenn ihr das Enneagramm kennt. Excellent. Super. How many of you know your style already? Und wie viele von euch kennen dann ihren Stil? Awesome. The Enneagram, for those of you who aren't familiar with it, is a tool for self-reflection, which helps us become aware of the log in our eye. Das Enneagramm ist ein super Mittel zur Selbstreflexion, um uns dabei zu helfen, diesen Balken im Auge überhaupt erstmal wahrzunehmen. It helps us to see our shadows, our blind spots, perhaps unhelpful patterns of behavior, which hurt us and the people around us. Es hilft uns dabei, unsere Schattenseiten zu erkennen und unnütze Verhaltensweisen. Most importantly, Enneagram helps us to begin to take off that mask that we wear. Und das Allerwichtigste, es hilft uns dabei, unsere Maske abzunehmen. The theory is that there are 9 basic personality styles, each of which uniquely reflects the image of God. In der Theorie gibt es 9 verschiedene Persönlichkeitsstile und jeder einzelne davon reflektiert auch ein kleines bisschen von Wesen Gottes. I'll give a brief overview of the styles now. See if you recognize yourself or your loved ones in any of these descriptions. Ich gebe euch jetzt einen kleinen Überblick über die verschiedenen Stile und schaut doch mal, ob ihr euch selber oder eure Liebsten da drin wiederfindet. This is so fun. I just want you to know how much fun I'm having. Das wird richtig witzig. Stephanie hat ganz viel Spaß. I never talk about this in staff meetings or in general, huh, Billy? Never. This is the first time. Stephanie redet überhaupt nicht viel darüber. People who identify as Enneagram 1s are concerned with goodness and perfection. Personen, die sich im Enneagramm als Einser identifizieren, sind motiviert durch Gutes und durch Perfektion. They have this grand vision of how things should and could be in our world. Sie haben eine große Vision für wie die Dinge sein könnten in unserer Welt. They are reformers at heart, endlessly seeking to improve themselves and those around them. Im Herzen sind sie Reformer, die immer bestrebt sind, sich und die Welt um sich herum zu verändern und zu verbessern. 2s are concerned and motivated by helping others. Die Motivation der Zweier ist das Dienen und Helfen anderer. They are deeply generous people at heart. Sie sind im Herzen ziemlich großzügige Menschen. 2s are the first to arrive and the last to leave. Zweier sind die, die als erstes da sind und auch als letztes gehen. They are people who find true purpose and joy in giving of their time, talents, and treasures to serve the needs of others. Es ist ihre Bestimmung, mit großer Freude ihre Zeit, ihr Geld und ihre Talente einzusetzen, um anderen damit zu dienen. 3s are motivated by success. Die Dreier sind motiviert durch Erfolg. They are visionaries and entrepreneurs. Sie sind Visionäre und Unternehmer. They want to achieve something important in their lifetime and leave their mark on the world. Sie wollen in ihrem Leben etwas Wichtiges erreichen und ihre Spuren auf dieser Welt hinterlassen. 4s are motivated by authenticity and originality. Vierer sind motiviert durch Authentizität. Ja, ihr kennt das Wort. Und Originalität. They have this ability to dive deeply into the painful things of life and resurface with some kind of redemptive meaning or beauty to share with the world. Sie haben diese besondere Gabe, gerade die richtig schmerzhaften Dinge im Leben in etwas Wunderschönes zu verwandeln. They express the human condition through art, music, and writing. Und sie drücken sich besonders gut mit Kunst, Musik und Literatur aus. 4s are especially good at taking off their mask and creating safe spaces for those around them to do the same. Vierer sind sehr gut da drin, ihre eigene Maske abzunehmen und dadurch einen sicheren Ort für andere zu schaffen, um das Gleiche auch zu tun. 5s are motivated by knowledge and wisdom. Die Fünfen sind motiviert durch Wissen, Weisheit und Wissenschaft. Many scientists, researchers, and philosophers are 5s. Viele Wissenschaftler, Forscher und Philosophen sind Fünfer. Often introverted, they escape into their imaginations and their studies, and after a good amount of time alone, come back to the surface with these brilliant theories and insights to share with the rest of us. Oft sind sie introvertiert und flüchten sich in eine Welt aus Theorien und Studien,
Aber wenn sie wieder auftauchen, dann teilen sie ihre brillanten Ideen und Entdeckungen mit dem Rest der Welt. 6s are motivated by security. 6er sind motiviert durch Sicherheit. Their friends will often describe them as generous, loyal, and trustworthy, and the person in the room who always knows where the emergency exit is. Freunde würden sie oft als großzügig, loyal oder vertrauenswürdig beschreiben und sie wissen immer, wo die Notausgänge sind. They can be a little fearful, but only when they don't have a plan. Sie können manchmal auch etwas ängstlich sein, aber nur, wenn sie keinen Plan haben. 7s are motivated by joy and freedom. Die 7 sind motiviert durch Freude und Freiheit. These are the people you want to invite to a party. Genau solche Leute willst du auf deiner Party haben. Often extroverted, they are easy to talk to and fun to be around. Sie sind oft sehr extrovertiert, man kann sich richtig gut mit ihnen unterhalten und es macht immer Spaß in ihrer Nähe. 7s want to avoid pain and boredom at all costs. Und sie wollen Schmerzen und Langeweile um jeden Preis verhindern. 8s are motivated by power and authority. 8 sind motiviert durch Macht und Autorität. They are naturally confident and competent leaders. Sie sind selbstbewusste und kompetente Leiter. Be careful though, when threatened, an 8 may put on an impressive display of power to avoid looking weak. Aber Achtung, wenn sie sich bedroht fühlen, stellen sie gerne ihre Macht zur Schau, um nicht schwach zu wirken. Mature, balanced 8s learn to stop fighting and start serving, truly empowering those around them. Reife 8 haben allerdings gelernt, nicht zu streiten, sondern ihre Begabung dafür einzusetzen, andere aufzubauen. Finally, 9s are motivated by peace and harmony. Und als letztes die 9. Sie sind motiviert durch Frieden und Harmonie. Their superpower is that they can see all sides of a situation. Sie sehen in einer Streitsituation immer alle Seiten. They are often talented mediators and counselors. Sie sind sehr talentierte Vermittler und Berater. They lead with grace and compassion, and they have this ability to synthesize all parts into a whole. Sie führen mit ganz viel Anmut, Mitgefühl und haben diese große Gabe, alle Teile in ein Ganzes zu vereinen. So now that I've introduced you to my 9 very special friends, I hope you can identify with one or maybe even more than one. Jetzt, wo ihr meine 9 besonderen Freunde kennengelernt habt, hoffe ich, dass ihr euch mit einem oder vielleicht auch mehreren identifizieren könnt. If I've piqued your interest and you want to dive deeper into this personality theory and method, I invite you to take part in the Enneagram Explorers Interesting Group, which will meet during the spring semester. Wenn du dich jetzt noch etwas mehr mit der Enneagramm-Methode beschäftigen möchtest, lade ich dich in meine Enneagramm-Entdeckergruppe in diesem Frühling ein. I will lead the group. We will meet twice per month in English and Kinderdeutsch. Yeah. Stephanie wird die Gruppe in Englisch und im Das ist nicht geschrieben, das war spannend. Also die Gruppe wird auf Englisch sein, sie treffen sich 2-mal im Monat. My sincere belief is that churches can only be as healthy as the individual members in them. Ich glaube aufrichtig, dass Gemeinde nur so gesund sein kann wie ihre einzelnen Mitglieder. If we're going to be fishers of people, it really helps to know what motivates them and makes them tick. Wenn wir wirklich Fischer der Menschen sein wollen, dann hilft es, wenn wir Menschen motivieren können und wissen, was ihre Ticks sind. And if we're really going to follow Jesus' command to love our neighbors as ourselves, then I think we ought to know our neighbors and ourselves as best we can. Und wenn wir unsere Nachbarn wirklich so lieben wollen wie uns selbst, dann ist es ziemlich hilfreich, wenn wir unsere Nachbarn gut kennen. The Enneagram is a tool to help us do just that. Und das Enneagramm ist ein wunderbares Werkzeug, um genau das zu tun. Now we will watch a video from one of our members, Heike. Heike will share some of her experiences with the Enneagram. Jetzt gucken wir uns ein kleines Video an, das hat Heike aufgenommen und sie teilt da drin ein paar von ihren Erfahrungen mit dem Enneagramm. Hallo, mein Name ist Heike und Stefanie hatte mich gebeten, ein paar Sätze zum Enneagramm zu sagen, weil ich damit schon Erfahrung gemacht habe. Ich habe mich im Laufe meines Lebens immer wieder mal gefragt, was steckt eigentlich in mir drin? Wer bin ich eigentlich in meinem Persönlichkeitskern? Was ist das, was ich
mitbekommen habe durch meine Eltern? Was ist das, was ich erlernt habe durch die Aufgaben, die das Leben so stellt, durch die Freundschaften und Beziehungen, die ich führe und pflege? Und ich habe festgestellt, dass es hilfreiche Tests gibt und dass es Modelle gibt, die der totale Schrott sind. Das Enneagramm ist für mich tatsächlich das Hilfreichste gewesen, was mir bisher begegnet ist, weil es nämlich darauf schaut, was sind meine Ressourcen, das, was also ich durch Erfahrung mir angeeignet habe, aber genauso auch guckt, was ist mein Persönlichkeitskern, das, was so weitervererbt wurde. Ne? Das kennt ihr bestimmt. Die ist so ähnlich wie ihre Mutter oder der ist so ähnlich wie ihr Vater. Und das Enneagramm nutzt dafür einen Blickwinkel, der für mich nichts damit zu tun hat, dass ich in eine Schublade einsortiert werde. Dann bin ich irgendeine Nummer oder sowas. Nein, sondern die Idee dahinter ist, die Möglichkeit zu haben, aus der Schublade rauszukommen, out of the box zu denken. Denn in der Schublade bin ich ja schon längst drin. Ich habe meine eigenen Gedanken über mich, über die Art und Weise, wie ich mich verhalte, über die Art und Weise, wie ich auf Unvorhergesehenes reagiere, über die Art und Weise, wie ich mit Menschen spreche. Ich habe ein Bild von mir. Und das Enneagramm kann mir helfen, dieses Bild nochmal anders anzusehen, neu zu beleuchten, vielleicht sogar auch meinen Kern zu entdecken, das, was ich wirklich bin, was in mir drin steckt. Und zu sehen, welche Tiefe und welche Ressourcen in mir drin sind. Aber auch zu sehen, wo ich eingeschränkt bin, wo einfach Bereiche in meinem Leben sind, wo ich Unterstützung brauche. All das hat mir das Enneagramm geboten. Und ich sehe darin auch die wunderbare Möglichkeit zu entdecken, was Gott in mich hineingelegt hat. Meine Stärken und meine Schwächen. Und die zu kennen und darum zu wissen, das hilft mir sehr. Das hilft mir in meinem Arbeitsalltag, das hilft mir in meinen Beziehungen und das hilft mir auch im Umgang mit mir selber, fehlerfreundlicher zu sein. Ich will euch Mut machen, euch dieses Enneagramm einmal anzusehen und die Einladung von Stefanie anzunehmen und das mit ihr vielleicht mal zu machen. I will close us today with these words from Psalm 139. Ich schließe heute mit den Worten aus Psalm 139. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Durchforsche mich, o Gott. Siehe mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Please join me in prayer. Lass uns beten. Lord, we do invite you to search us, know us, test us. We confess our tendency to blame and criticize others before we have taken an honest look in the mirror. This is not the abundant life of freedom you promised. We long to know others and be known, just as you know us. Thank you for the gift of community. Thank you for tools like the Enneagram, which help us on our journey towards self-discovery and growth. Help us to remove the log from our eyes so we can see ourselves and others clearly. Herr, wir laden dich ein, uns zu suchen, uns zu kennen und uns zu testen. Wir bekennen unsere Tendenz dazu, andere zu beschuldigen und zu kritisieren, bevor wir selber überhaupt mal einen Blick in den Spiegel geworfen haben. Das ist nicht das reiche Leben der Freiheit, was du uns versprochen hast. Danke, dass du uns kennst und dass wir durch dich lernen dürfen, andere zu kennen. Danke für das Geschenk der Kommunikation und Werkzeugen wie das Enneagramm, welche uns auf dieser Reise hin zur Selbsterkenntnis und Wachstum helfen. Hilf uns, während wir lernen, den Balken aus dem Auge zu entfernen und uns und andere klar zu sehen. Amen.